Herzlich willkommen bei AS24 auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Oliver Weiß und ich zeige euch heute ein Multimedia-Gerät, ein Nachfolgergerät von dem legendären DNX 4180 BTS. Den kennen vielleicht einige von euch schon. Ich werde euch aber zeigen, was jetzt der DNR 4190 DABS mehr kann und werde euch da einiges dazu erzählen. Bleibt dran! Der wesentliche Unterschied zum Vorgängermodell DNX 4180 BTS ist, dass der DNR 4190 DABS leider kein CD-Laufwerk mehr integriert hat. Braucht man aber auch eigentlich nicht mehr, oder? Können wir mal so sagen. Dafür hat aber das neue Modell DAB+ integriert, das heißt digitales Radiohören vom Feinsten. Abgesehen davon, dass es jetzt ein Nachfolgermodell ist von dem Vorgängermodell, haben wir noch nebenbei jetzt zum 4190 DABS den Bruder, der nennt sich DNX 5190 DABS. Da werde ich euch die Unterschiede am Ende des Videos nochmal erläutern, damit ihr gleich wisst, okay, das sind die wesentlichen Unterschiede zwischen 4190 und 5190. Jetzt gehen wir aber los für die ganzen Eigenschaften des DNR 4190 DABS. Integriert ist ein Drehregler für die Lautstärke, so dass du den auch nachts oder auch blind erfüllen kannst, weil das ist eine wesentliche Funktion und zu bedienen super. Wir haben einen Anschluss für Lenkrad-Fernbedienungsinterfaces. Wer sagt, naja, ich habe ein Lenkrad, da sind Tasten drauf für laut und leise, vor und zurück. Wir haben die Lösung, wir beraten euch gern. Alles gibt es bei uns im Webshop, muss man aber separat dazu erwerben. Und wer sagt, ich habe zum Beispiel ein Wohnmobil oder sowas, ich möchte es mit Infrarot-Fernbedienung bedienen, das Gerät, der kann das auch machen mit der RMRK 258. Achtung, man kann das Gerät nicht ein- und ausschalten, deswegen mit der Fernbedienung, aber man kann es bedienen. Alle Artikel und Sachen, die ich euch hier vorstelle oder wo wir drüber reden, findet ihr unten als Link im Videobeschreibungstext, nur zur Info. Ich werde euch gleich noch ein paar richtig coole Features zeigen, was man an dem Gerät sonst noch so einstellen kann. Aber als nächstes gehen wir mal direkt zu den Medien. Was können wir denn jetzt alles verwalten drauf? Natürlich haben wir DAB integriert, da haben wir schon kurz drüber gesprochen. Wir haben natürlich auch UKW und AM, also die Mittelwelle. Wir können einen USB-Anschluss natürlich bedienen und anschließen. Mit Bluetooth können wir telefonieren, wir können auch Audio-Streaming machen und alles, was an Ton am Handy funktioniert, auch direkt übers Radio wiedergeben. Wir haben Spotify direkt als Quelle, um Suchfunktionen und Bedienung komplett von Spotify vom Multimedia-Gerät aus zu machen. Integriert ist natürlich auch eine Onboard-Navigation für ganz Europa. Das heißt, wir können den Bildschirm nutzen und die Bedienung von der Navigation machen, ohne dass wir aufs Handy angewiesen sind, weil die integrierte Navigation völlig eigenständig läuft. Das Display hat eine Diagonale von 6,2 Zoll. Das bedeutet für alle, die ihr Handy anbinden wollen, Apple CarPlay, no problem. Es ist alles integriert. Ihr könnt hier euer Gerät am USB-Anschluss anstecken und schon läuft Apple CarPlay. Alle Android Auto-User, die muss ich jetzt leider enttäuschen, dafür ist das Display zu klein. Da kommen wir aber dann ja wieder auf den 5190 am Ende des Videos zu sprechen. Da gibt es dann die Überraschung, dass es dann natürlich mit Android Auto funktioniert. Beim 4190 ist Apple CarPlay dabei und könnt ihr super cool nutzen. Wenn jemand noch nicht so richtig weiß, was er mit Apple CarPlay, was macht man denn eigentlich damit, da haben wir natürlich auch schon ein Video drüber gemacht. Da könnt ihr euch mal drüber informieren. Ich habe euch hier den Link direkt dazu, dass ihr euch in dem Video mal anschauen könnt, was ist Apple CarPlay. Mittlerweile sind ja Kameras wirklich der volle Hit bei den Installationen und was man alles so im Auto nutzen mag. Wir haben jetzt ab dieser Modellserie 3 Kameraeingänge. Das heißt, wir können eine Frontkamera, wir können eine Rear-Kamera, wir können noch eine dritte Kamera, was auch immer, mit dranhängen und separat bedienen. Und jetzt bei den neuen Geräten sind auch bereits Kameratasten. Also wenn ich hier länger drauf drücke, dann bin ich direkt im Kameramodus, muss nicht erst in irgend so ein Untermenü reinschlupfen, sondern ich habe es direkt auf der Front mit drauf. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel unsere CMOS 230 integriert, also mit angeschlossen. Das ist so unsere gängige Rückfahrkamera.
Kamera. Die lässt sich natürlich auch so bedienen, dass wenn ich einen Rückwärtsgang reinlege, dann auch das Bild automatisch auf die Rückfahrkamera schaltet. Das ist natürlich super und die Dashcams, die man so anschließen kann mit extra Ausgang, kann ich hier einschleifen und das Bild über den Monitor angucken. Die Kameraeingänge zählen sich wie folgt. Wir haben 2 Cinch-Eingänge direkt auf dem Heck am Gerät und wir können noch über den Adapter C3AV den AV-Eingang auch noch direkt als Kameraeingang nutzen. Also um die dritte Kamera anzuschließen, braucht ihr noch diesen Adapter. Für Bluetooth-Telefonie und für die Sprachsteuerung liegt im Lieferumfang bereits ein externes Mikrofon mit dabei für eine exzellente Sprachqualität und für die optimale Positionierung dieses Mikrofons. Eine weitere Quelle ist unser HDMI-Anschluss. Da könnt ihr natürlich bei Handys, die den HDMI-Ausgang haben mit Adapter oder sonst was, schnell auf HDMI hier euer ganzes Bild auf das Multimedia-Gerät drauf spiegeln. Ihr könnt es zwar nicht bedienen wie bei Apple CarPlay oder bei Mirroring, aber ihr könnt natürlich Videos oder sonst was komplett vom Handy auf das Multimedia-Gerät spiegeln. Ausgestattet ist das Gerät mit 22 Sprachen für die Menüführung und ihr könnt natürlich auch am USB mit 1,5 Ampere eure Devices laden. Bevor wir zu den coolen Soundeinstellungen des Multimedia-Gerätes kommen, möchte ich euch jetzt eine Neuerung zeigen und das nennt sich Wetter-Widget. Das große Thema Widget, das erkläre ich euch auch gerade nochmal, aber jetzt steigen wir beim Wetter-Widget ein. Das ist nämlich jetzt hier schon drin und wir können jetzt das hier alles Widget, also verschiedene Bilder hin und her schieben. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel unser Wetter hier. Da kann ich also, das ist einfach mal ein Wetterbild, wo mir mein aktuelles Wetter anzeigt und meine Prognose der nächsten Tage auch gleich vorausgibt. Wichtig für diese Funktion ist, im Lieferumfang ist ja auch eine GPS-Antenne mit dabei für die eingebaute Navigation. Auch dieses Widget funktioniert ausschließlich, wenn ihr die GPS-Antenne angeschlossen habt und auch einen vernünftigen Empfang habt und ihr die Inrix Kenwood-App installiert habt. Dann könnt ihr das kombinieren und dann wird das auch alles so angezeigt. Zusätzlich zum Wetter-Widget können wir jetzt unsere Widget-Aufteilung sozusagen selber generieren. Da kommt dieser Pfeil hier oben dran und da können wir jetzt einstellen, ob wir zum Beispiel die Navigation auf unserem Hauptmenü haben möchten oder ob wir unsere Bilder, die wir zum Beispiel gespeichert haben, vom Handy oder irgendwie sowas oder auf dem USB, anzeigen lassen möchten, nebenbei und drunter aber noch das Cover von meinem DAB-Sender, der parallel läuft oder vielleicht noch die Uhrzeit mit integrieren. Und alles kann ich in den verschiedenen Größen mir reinziehen, was mir eben pro Widget wichtig ist. Und dadurch, dass es verschiedene Widgets gibt und ich mir die verschieden gestalten kann, jetzt kriege ich gleich gar noch mal raus, kann ich natürlich auch pro Widget mir sagen, okay, das Widget ziehe ich mir her, wenn ich DAB höre, das andere ziehe ich mir her, wenn ich nebenbei eine Navigation laufen habe und das andere ist eigentlich nur mein Wetter, wie auch immer. Das könnt ihr euch jetzt frei gestalten und zusätzlich könnt ihr euch noch die Medien, die quasi unten in der Menüleiste mit drin sind, natürlich auch nochmal separat aussuchen, welche da drin stehen soll. Also ihr könnt eure Bedienoberfläche quasi für euch individualisieren, um eben nebensächliche Medien, die ihr vielleicht nicht immer braucht, einfach auch da auszuschließen, zum sagen, nein, nur die wichtigsten Sachen hier auf meinen Desktop drauf quasi. Mit unserer Multicolor-Anzeige können wir aufs Fahrzeug individuell die Beleuchtungsfarben anpassen und zwar vom Bildschirm als Hintergrund, Farbe oder separat für die Tasten, die an der Seite dran sind und da kann ich jede x-beliebige Farbe wählen. Also das Gerät passt optisch wirklich in jedes Fahrzeug zu jeder Beleuchtung dazu. Jetzt kommen wir zum Sound, das interessiert sicherlich ganz viele von euch. Das Gerät hat ja eingebaut 4x50 Watt Grundausgangsleistung, das heißt hier kann ich einfach mal 4 Bordlautsprecher draufhängen und schon läuft alles, ich brauche nichts extra dazu. Zusätzlich haben wir aber 3 Paar Cinch-Ausgänge, also Front, Rear und Subwoofer, alles separat voneinander regelbar und das mit 4 Volt Power. Das heißt, wir haben hier eine richtig gute Dynamik und eine Voraussetzung für eine gute Soundanlage. Im Prozessor mit integriert, also ich sage schon Prozessor, ja, da ist ein kleiner Soundprozessor drin, der Laufzeitkorrektur sogar vorgibt und sagt, hey, wie weit ist eigentlich jeder Lautsprecher von mir entfernt, um das optimal für mich als Fahrer, weil ich sitze ja nicht immer mitten zwischen 2 Lautsprechern, sondern eben auf meiner Fahrerseite oder auf der Beifahrerseite. Das kann ich alles korrigieren damit. Dafür haben wir auch extra Videos bereits produziert, könnt ihr euch mal angucken und ein Laufzeitkorrekturvideo
blende ich euch gleich hier mal ein. Das ist sicherlich ganz interessant an der Stelle. Ansonsten haben wir integriert einen 13-Band Equalizer, sodass ihr die Frequenzen so einstellen könnt, wie es für euch am besten klingt. Und zusätzlich haben wir auch noch eine aktive Frequenzweiche, wo ihr über das Multimedia-Gerät einstellen könnt, ab welcher Frequenz die vorderen Lautsprecher loslaufen sollen, ab welcher Frequenz die hinteren und bis zu welcher Frequenz der Subwoofer loslaufen soll. Alles ist hier integriert. Der 4190 DABS verfügt sogar noch zusätzlich über einen Dashcam-Link. Da haben wir bereits auch schon ein Video drüber gemacht, auch hierüber. Hier nochmal ein Video über den Dashcam-Link und über die Kamera, die DRV-N 520. Das ist nämlich eine Dashcam-Kamera, also eine Frontkamera mit einem Verbindungskabel zu unserem Multimedia-Gerät. Und ich bediene quasi meine Dashcam komplett von dem Multimedia-Gerät aus, kann die Videos anschauen. Aber jetzt sagt mal, wir reden die ganze Zeit von Videos und so weiter. Macht ihr daheim und privat auch solche Filmaufnahmen vom Verkehr, wenn irgendwas Schräges passiert, wie diese ganzen russischen Videos, wo es da gibt? Also mich würde das mal interessieren, ob ihr damit arbeitet und solche Videos irgendwo hochstellt oder zumindest mal im Privaten auf WhatsApp teilt. Dieses Video stellen wir euch natürlich jetzt ab sofort auch auf unserer eigenen Videoseite zur Verfügung mit allen technischen Informationen, mit Preisen, mit allem, was ihr rund um das Gerät braucht. Checkt das doch mal aus. Ich packe euch natürlich auch im Videobeschreibungstext einen Link genau auf diese Videoseite mit rein. Würde mich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Also wer sich jetzt fragt, was ist jetzt der Unterschied vom DNR 4190 DABS zum Bruder, der kostet ein bisschen mehr, der DNX 5190 DABS, fangen wir mal an. Der hat keinen Drehknopf, der hat so eine lautstarke Wippe drinne. Daraus ergibt sich aber, dass man das Display ein bisschen größer machen kann, also 6,8 Zoll anstatt 6,2 Zoll, wie beim 4190. Daraus ergibt sich jetzt wieder, dass mit 6,8 Zoll Android Auto funktioniert und nicht nur Apple CarPlay. Also 5190 hat zusätzlich noch Android Auto. Wenn jemand Lust dazu hat, bieten wir ein neues Feature an, das ihr dazu bestellen könnt bei jedem Kenwood Multimedia Gerät. Das bedeutet nämlich Zündung aus. Ich steige wieder ins Auto ein und mache die Zündung wieder an. Und bei mir kommt jetzt ein Startbildschirm mit dem Logo meines Fahrzeuges anstatt das Kenwood-Logo. Also wer sein Multimedia-Gerät in ein Auto einbauen möchte, damit es richtig cool ausschaut und dass es so einen richtigen Original-Touch bekommt, spielen wir für euch für den Aufpreis dieses Logo bereits auf. Wir können euch nicht verraten, wie das geht. Es ist auch sehr komplex, muss man sagen, bis das richtige Bild so gemacht ist, dass es genau so ausschaut. Aber das übernehmen wir für euch. Ihr müsst es nur mit dazu bestellen. Ihr bekommt bei jedem dieser Multimedia-Geräte bei uns im Shop einen kleinen Hinweis, wenn ihr das dazu bestellen möchtet. Das ist wie ein Artikel, einfach mit in den Warenkorb legen und wir machen das für euch und das Gerät wird dann tatsächlich gleich mit dem Logo für euch ausgewählt, geliefert. Ob das jetzt Mercedes, Opel, Nissan oder VW ist uns egal, wir wählen das für euch dann aus und machen das gleich hier drauf. Weil der DNX 5190 DABS auch ein bisschen mehr kostet, hat er noch zusätzlich einen zweiten USB-Eingang, dass man also Android Auto oder Apple CarPlay separat nutzen kann vom eigentlichen USB-Stick zum Beispiel. Und wir haben noch ein CD-Laufwerk integriert. Also ihr braucht auch darauf nicht zu verzichten. Das sind die wesentlichen Merkmale von den Unterschieden zwischen diesen beiden Geräten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche mir natürlich, dass ihr mal auf unseren Instagram-Kanal guckt und vielleicht uns dabei folgt. Und wer es noch nicht hat und auch das nächste Video nicht verpassen möchte von uns, der kann ja gerne mal den Abo-Button klicken und denkt dran, die Glocke, die ist auch nicht ganz unwichtig. Bis zum nächsten Mal, euer Olli von ARS24.